Also ich will ja nicht schon wieder sagen, ich hatte recht, ne, aber ich hatte recht. Es ist jetzt offiziell bestätigt, offiziell von fast höchster Stelle, dass Forza Horizon 6 im Januar vorgestellt wird. Ich will noch mal ganz kurz wiederholen, nur fürs Protokoll an der Stelle hier, ne? Das ist die Forza Horizon 6 Playliste, Wissen, ja, da könnt ihr mal reingucken, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann gibt es bisher 3 Videos dazu, ja? Und in dem Video hier ganz unten, ja, da habe ich angekündigt, dass Forza Horizon 6 auf der Tokyo Game Show hier steht sogar ein Datum drin, 25. September zum ersten Mal gezeigt wird. Und was ist passiert? Ich hatte recht. Ich wurde dafür ausgelacht und teilweise in den Kommentaren beschimpft, wieso ich denn sowas einfach behaupten kann und warum ich das hier einfach als Tatsachen hinstelle. Am Ende des Tages seht ihr dann hier, den haben wir uns ins Trailer angeguckt, weil da kam der erste Trailer raus und da habe ich auch noch mal ein bisschen was zum Release erzählt. Und darüber hier haben wir dann noch ein Video, da habe ich einmal kurz was über GTA 6 erzählt und weil das nämlich einen Bezug auch zu Forza Horizon 6 haben wird oder hat, habe ich in dem Video gesagt, dass Forza Horizon 6 dann auf jeden Fall den ersten großen Trailer mit Release-Ankündigung im Januar bekommen wird und auch den Release hier eingegrenzt. Ja, und auch wie die letzten Male hatte ich auch wieder recht. Nämlich habe ich da ja gesagt in dem letzten Video, was ich da oben gerade gezeigt habe. Ich kann euch auch direkt sagen, wann das Ganze angekündigt wird. Und da bin ich mir wirklich zu 100% sicher. Das könnt ihr euch direkt schon mal notieren. Und zwar wird es am 22. Januar 2026. Da wird angekündigt, wann Forza Horizon 6 offiziell, also da wird das offizielle Release-Datum bekannt gegeben, ja. Und genau so wird es jetzt kommen. Ob das jetzt wirklich der 22. Januar sein wird, man weiß es nicht genau, also es ist jetzt zwar offiziell bestätigt, ich komme gleich dazu, ja, warte kurz. Es ist jetzt zwar offiziell bestätigt, dass es im Januar vorgestellt wird, also ja, großer Trailer, vielleicht sogar schon Gameplay. Könnte sein, könnte sogar sehr gut sein, ich komme gleich noch dazu. Aber definitiv, dass es im Januar gezeigt wird. Da wird auch dann sehr wahrscheinlich schon das Release-Datum drin sein, werden und drin sein müssen, weil das Spiel wird nicht irgendwie Ende des Jahres rauskommen. Dann hätte man sagen können, okay, wird jetzt wahrscheinlich kein Release angegeben, weil ist ja noch lange hin. Aber da das relativ kurzfristig released wird, wird da auch ein Release angegeben sein. Wie gesagt, ob das jetzt der 22. Januar sein wird oder nicht, müssen wir abwarten. Wenn man danach googelt, findet man den 26. Januar. Aber es ist eine spekulative Aussage von, ich weiß gar nicht, wer die in die Welt gesetzt hat, keine Ahnung. Es gibt keine offizielle Aussage, dass die Developer Direct, da wurde das ja vorgestellt, am 26. Januar sein wird. Ist auch am Ende des Tages egal. Wenn dann irgendwie der 22. bis 26. in dem Zeitraum ist, es wird am Ende des Tages Ende Januar sein. So, ne? Genaue Datum werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ist ja auch real. Aber Ende Januar wird das auf jeden Fall stattfinden. Developer Direct. Was passiert da nochmal ganz kurz für die Leute, die gar keine Ahnung haben? Da werden einfach neue Games gezeigt, aber auch viele Sachen, die dann erst im kommenden Jahr stattfinden. Also eigentlich müssten die da jetzt Sachen zeigen, die 2027 kommen. Aber das wird jetzt hier nicht so sein, sondern die werden Sachen zeigen, die 2025 kommen. Aber nicht alles ausführlich, weil es gibt sehr viele Sachen. Denn, falls ihr es mitbekommen habt, ich habe es ja auch gesagt, ne? 2026 ist der 25. Geburtstag von Xbox. So, und am 25. Geburtstag wird es sehr viele geile Sachen geben. Das wird vielleicht die meisten nicht interessieren. Ein paar Sachen sind für meinen Let's Play-Kanal interessant, aber es wird zum Beispiel um ein neues Fable gehen, natürlich um Forza Horizon 6. Es wird um neues Halo gehen. Ja, da gibt es sehr viele Sachen, die man dazu Halo sagen könnte. Es kommt ja ein Remake vom ersten Teil. Außerdem gibt es auch Spekulationen, dass auch noch die anderen Teile remaked oder remastered, ich glaube remaked werden sollen. Und es gibt auch Gerüchte zu einem komplett neuen Halo. Dann geht es auch sehr wahrscheinlich auch um Gears of War E-Day. Ein völlig neues Spiel, das den Anfang von Gears of War zeigt. Wäre für meinen Let's Play-Kanal zum Beispiel interessant. Und ganz viele andere Sachen. Das Interessante ist, wie gesagt, es gibt sehr viele Sachen zu sagen, aber das Interessante ist wirklich, dass der Fokus auf
Playground Games liegen soll und liegen wird. Und ich denke, dass wir sogar am meisten von Forza Horizon 6 sehen könnten, weil ich immer noch der Meinung bin, dass der Release wirklich kurz bevorsteht und ich denke immer noch, das habe ich ja im letzten Video schon gesagt, dass es im April stattfinden wird. Und wenn der Release so kurzfristig ist, ja, da musst du ja jetzt schon mal richtig Feuer, ne? Da musst du ja schon mal jetzt richtig Öl ins Feuer ballern hier, ne? Damit die Leute auch richtig geil sind. Ne? Ich meine, die sind eh schon alle geil. Ne, ich auch, Junge, ich platze hier gleich. Aber da muss halt schon mal was raushauen. Ne? Und so andere Games, zum Beispiel Gears of War E-Day, das ist ja wahrscheinlich eher so Mitte, Ende des Jahres, ne? Oder eher so Ende des Jahres. Halo auch eher so in die Richtung Ende des Jahres vielleicht oder sogar 2027, ne? Fable, keine Ahnung, könnte ich mir auch eher so Ende des Jahres vorstellen. Das nächste Spiel von den neuen wird wahrscheinlich Forza Horizon 6 sein. Deswegen wird man da auch am meisten von sehen, wahrscheinlich. Und wie gesagt, es gibt eine offizielle Bestätigung und die können wir uns mal angucken. Und zwar kommt die von dem Juten, Matt Booty. Geiler Name, Junge. Er hat jetzt zwar nicht sein Booty in die Kamera gehalten, aber dafür sehr viele geile Sachen gesagt. Also ist eigentlich sogar relativ kurz, aber wir können uns das mal ganz kurz anhören, was er denn gesagt hat. Also Matt Booty ist übrigens der Boss von Xbox Games Studio, ja. Also quasi fast ganz oben angekommen schon, ja. Und der hat jetzt in einem Interview was gesagt und das können wir uns mal kurz anhören hier. Und zwar hat er da gesagt, boah krass, Alter, mit Kopfhörer höre ich ja gar nichts mehr, Alter. Moin, die gehen richtig ab. Also er hat da folgendes hat er hier gesagt. So, auf Englisch jetzt, ne, natürlich. We've probably got more games than we can talk about in any one forum, and the one that's coming up is our DevDirect show in January. So we're not going to be able to run the gauntlet on everything that we're shipping in the coming year, but I can tell you we will feature Playground in the upcoming DevDirect in January. So be sure to check that out, and there'll be more than we can possibly put in that show, but we are going to make sure to highlight what Playground's been working on. Das ist crazy, oder? Jetzt bin ich natürlich nicht der Englisch-Profi und vielleicht manche von euch auch nicht, deswegen habe ich das natürlich auch nochmal auf Deutsch hier für euch gemacht. Wir haben wahrscheinlich mehr Spiele, als wir besprechen können. Und als nächstes kommt unsere Developer Direct Show im Januar. Wir können nicht alles, was wir im nächsten Jahr veröffentlichen, ausführlich vorstellen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir Playground Games im kommenden Developer Direct im Januar präsentieren werden. Schauen Sie unbedingt rein. Dort gibt es mehr, als in die Show passt. Doch wir beleuchten, woran Playground Games arbeitet. Ja, und woran arbeitet Playground Games? Natürlich an Fable und an Forza Horizon 6. So, und er hat ja auch gesagt, wir können nicht alles zeigen, was dieses Jahr, oder nicht ausführlich zeigen, was dieses Jahr kommt. Deswegen, weil ich ja davon ausgehe, dass Forza Horizon relativ als erstes releasen, also von den ganzen Games, die da zeigen, wird das als erstes released werden, sag ich, ja, und wahrscheinlich im April. Deswegen wird das definitiv drankommen und weil Playground Games ja eh schon genannt wird, also noch eindeutiger geht's gar nicht. Eigentlich hätte er auch direkt sagen können, ja, Forza Horizon geht los, aber okay, ist mehr als eindeutig. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir erstmal einen richtig geilen großen Trailer bekommen und B, sehr wahrscheinlich, da bin ich mir auch schon, boah, Alter, ich würde mindestens 70-80% Sicherheit, würde ich mir schon sagen, dass wir auch Gameplay sehen werden von Horizon 6, ja. Und wir werden definitiv ein festes Release-Datum bekommen für das Spiel, da bin ich mir auch 100% sicher. Es wird jetzt nicht so sein, dass die irgendwie so ein bisschen was zeigen, so einen kleinen Trailer und aber kein Release und sonst nicht. Also wird schon sehr ausführlich sein, ne? Und wie geil ist das? Also nicht nur, dass ich natürlich wieder recht gehabt habe, sondern, als hätte ich das natürlich auch vorher schon gewusst, ne? Wer weiß. Aber das ist halt das beste Leben. Genauso wird es kommen und ich bin mir sicher, guckt wie gesagt nochmal das letzte Video an, da habe ich ja schon mal nochmal ein bisschen erläutert, warum April und so, ne? Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, jetzt noch sicherer, dass es auch wirklich dann so sein wird. Ob das jetzt Ende April ist oder Anfang Mai, das spielt ja keine Rolle dann, aber da wird das auf jeden Fall kommen. Bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Also, kleine News hier und ich sag mal so, ich freue mich auf Forza Horizon 6. Ich hoffe, ihr euch auch. Also das wird auf jeden Fall das krasseste Forza Horizon All-Time, Digga. Das wird alles wegrasieren, komplett. Wir werden so viele neue Sachen sehen, vor allem die Leute, die schon länger bei Forza Horizon dabei sind. Die kennen sich ja schon sehr viel aus, weil das irgendwie immer dasselbe ist. Aber es wird diesmal sehr viel Neues geben, auch in Bezug auf Tuning. Und ja, lasst uns mal überraschen, ne? Ja, Leute, falls ihr es nicht wusstet, ihr könnt ein kostenloses Spiel gewinnen, habe ich schon wieder voll vergessen zu sagen. Ihr müsst nur einen Klick machen, ne, eigentlich zwei. Ihr müsst einmal in die Videobeschreibung gehen, dann klickt ihr da auf das Gewinnspiel und dann klickt ihr nur auf Teilnehmen
Fertig. Ja, dann könnt ihr bei mir jeden Monat zusammen mit Instant Gaming ein kostenloses Spiel gewinnen. Wenn du sagst, ey Bruder, ich brauche unbedingt mal den Flugsimulator für 150 Euro, dann kannst du dir den da gönnen. Also viel Spaß damit und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, schaut rein, euer Zocker. Ciao, ciao. Yeah.